Filet und hallo Sarah, falls du das schaust. Heute das Video soll eigentlich für Miss Tips for You, also für die Sarah sein, weil sie nämlich bald nach Vancouver kommen wird und sie gefragt hatte, ob wir irgendwelche Geheimtipps oder irgendwelche halt Tipps haben für sie, wo sie vielleicht hingehen könnte. Und ich dachte, wenn Vancouver schon mein zweites Zuhause ist, dann kann ich wenigstens so ein paar Sachen auch weitergeben. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Ich dachte, es ist eine gute Idee, draußen zu filmen, aber wir werden sehen. Okay, ich fange an mit Shopping, weil sie sicherlich bummeln gehen will in Vancouver, weil einfach, ja, es gibt viele gute Geschäfte, die es halt in Deutschland nicht gibt. Also Robson und Granville sind so zwei große Straßen downtown, die die Haupteinkaufsstraßen sind quasi. Das wird sicherlich auch in Reiseführern stehen, aber falls ihr downtown euer Hotel habt oder je nachdem, ihr werdet euch sicherlich downtown Sachen angucken. Also Robson und Granville sind so die Haupteinkaufsstraßen, das sind auch das Sephora, Victoria's Secret und alle möglichen Geschäfte. Dann das nächste, was noch ziemlich bekannt ist, ist Metrotown. Das ist eine Mall, die ist eher weiter im Süden, aber da kommt man mit dem Skytrain ganz normal hin. Also das nimmt man einfach den Skytrain von entweder Burrard oder Waterfront oder sowas. Aber das, also wenn ihr eine Karte habt, dann werdet ihr sicherlich finden, wo Metrotown ist. Das ist so ungefähr die größte Mall, in der ich je war, und es gibt auch 1000 Millionen Geschäfte, viele auch gleich wie Downtown, aber da gibt es zum Beispiel Cinnabon, das ist, also das heißt irgendwie Cinnaseo oder sowas, das sind Zimtschnecken quasi, und das ist so ungesund, die sind so schrecklich ungesund und die sind die geilsten Zimtschnecken aller Zeiten. Also falls ihr da hingeht, dann müsst ihr euch unbedingt so eine kleine Zimtschnecke holen, die sind legendär. Dann Sachen, die vielleicht nicht unbedingt so bekannt sind, wo dich niemand hinleiten würde, wäre die quasi untere Main Street, weil die obere Main Street, die solltet ihr eher vermeiden, vor allem wenn es um Main und Hastings geht. Also Hastings ist eine Querstraße und Main ist quasi nach unten. Und die obere Main Street ist nicht so toll, aber ab ungefähr Main und der 8. Straße, also 8th Avenue, ist es Street oder Avenue, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Main und 8th, da ist ein total toller Klamottenladen, und wenn man dann quasi Richtung höhere Straßen läuft, quasi nach unten läuft, also quasi südlich, sind da total viele schöne kleine Boutiquen, kleine Läden, und die auch gerade so lokal und sowas, also Vancouver Designer Sachen verkaufen, aber jetzt auch nicht so unbedingt so teuer. Also auf jeden Fall, das ist total die schöne Gegend und total irgendwie unentdeckt, finde ich. Also das ist eher so ein Hipsterviertel irgendwie. Und dann außerdem West Broadway und West 4th, die sind, also das sind auch quasi gute Einkaufsstraßen, wo dich wahrscheinlich niemand hinleiten würde, aber gerade so um Broadway und Main und dann Richtung, ich habe gerade so eine Karte vor Augen, in eine Richtung. Auf jeden Fall Broadway ist auf jeden Fall auch total gut. Dann ein paar Restaurants, die ich persönlich total empfehlen kann, sind Finches. Das ist ein Sandwichladen auf Pender und Richards, glaube ich. Pender und Richards Street. Ich werde auf jeden Fall alle Google Maps Links unten in der Infobox und alle Namen verlinken, falls ihr euch irgendwie verlauft und dann nur kurz gucken wollt, wo genau das ist. Auf jeden Fall, das wird alles in der Infobox sein. Also Finches ist mega toll und ja. Dann der Name ist auf West 4th, das ist in Kitsilano, es ist quasi Downtown ist hier oben und dann Kitsilano ist über die Brücke die Gegend unten drunter quasi. Das sind auch total schöne Strände, und West 4th ist eben da in der Nähe, und der Name ist ein Restaurant, was 24 Stunden am Tag offen hat und nur vegetarische Sachen hat und so lecker ist. Also ich war da erst einmal, aber ich würde da jeden Tag essen, und die Speisekarte ist riesig und es ist alles so lecker. Okay, dann Burgoo ist quasi so eine Reihe, da gibt es eine auf Main Street und eins irgendwo in Kitts, also in Kitsilano auch. Ich werde es auf jeden Fall linken. Burgoo ist eins meiner Lieblingsrestaurants. Und dann Pronto ist auf Cambie Street. Und zwar ist das ein kleines italienisches Restaurant, und das ist total idyllisch, wenn man dort abends sitzt. Also man kann natürlich Wein trinken und alles, und es ist eine eher kleine Speisekarte und vielleicht auch nicht ganz so billig. Aber das ganze Ambiente und das Essen ist auch bombastisch, also es ist richtig gut. So, dann Kaffee. Was wäre Vancouver ohne die 10.000 Coffeeshops? Also mein allerliebster Coffeeshop ist Greenhorn. Und zwar ist der
Ich hätte vielleicht mir vorher die Straße merken sollen. Ich glaube, es ist Nicholas Street, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall muss man die Robson Street runterlaufen, quasi Richtung Stanley Park. Und dann kommt da eine Querstraße, die ich dann jetzt hier irgendwo einblenden werde. Und dann muss man da quasi links abbiegen. Und es ist ein kleines Café in einer kleinen, unscheinbaren Gegend. Der Kaffee ist der beste Kaffee, den ich jemals hatte. Und die haben jeden Tag andere Suppen und Quiche, glaube ich. Also so Tagesangebot. Und es ist einfach, das Essen ist spitzenmäßig. Dann eine Reihe, also eine quasi Kette, die aber in Vancouver, die es nur in Vancouver gibt, glaube ich, ist J.J. Bean. Und zwar ist das wie Starbucks, nur besser. Also der Espresso schmeckt wirklich besser. Und da gibt es ganz viele. Da gibt es auf Alberni und Thurlow, das ist quasi direkt downtown, also eine Querstraße von Robson entfernt. Gibt es auf Commercial, gibt's überall quasi. So, dann Prado ist ein Coffeeshop, den gibt es auf Hastings und Cambie, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwo auf der Hastings Street, wo die Hastings Street noch nicht so schlimm ist. Und dann auf Commercial und der ersten, zweiten Straße, ungefähr da. Commercial Street ist total die Hipsterstraße, das ist auch so, da kann man auch gut einkaufen. Aber das gibt vor allem viele Coffeeshops und viele so alternative Läden, finde ich auch total toll. Und dann die beste heiße Schokolade, die ihr je hattet, werdet ihr von Blenz bekommen. Blenz ist auch eine kanadische Kaffeereihe, quasi Coffeeshop. Chain. Ihr wisst, was ich meine. Und die haben immer belgische Schokolade, also die machen ihre heiße Schokoladen mit echten belgischen Schokoladen und es ist so lecker, die sind einfach nur bombastisch. Dann noch zwei andere Sachen, oder drei. Und zwar, falls du Lust hast, an einem Montag oder an einem Freitag was anderes zu machen, als zu shoppen oder sowas, gibt es im West End Community Center, das ist auf Denman und Robson, also quasi wenn man die Robson Street ganz runterläuft, ist ein Community Center und die machen Kurse. Und am Montag, ich glaube um 5, ist ein Fitnesskurs, der ist richtig anstrengend und richtig auspowernd und macht total viel Spaß, weil die Lynn, die den Kurs macht, ist total begeistert und motiviert und die motiviert alle Leute mit sich so, das ist total cool. Und dann an einem Freitag, ich glaube von um 6 bis Viertel nach 7, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ist ein Yoga-Kurs und da quasi der Kurs hat mich hat mich dazu gebracht, Yoga-süchtig zu werden, so ein bisschen. Also Fran, die den Kurs macht, die Klasse macht, die den Kurs macht, ist total die inspirierende Person irgendwie. Und also falls du an einem Wochenende hier bist und Lust hast, Yoga zu machen, ist das West End Community Center total der Geheimtipp. Dann habe ich aufgeschrieben, Hastings vermeiden, weil die Hastings Street ist die berühmteste Drogen- und Obdachlosenstraße in Nordamerika. Das ist nicht so schön, aber auf jeden Fall Hastings ungefähr von Abbott Street bis Main Street würde ich eher vermeiden, weil ja, es ist kein schöner Anblick und es kann ab und zu, denke ich mal, auch ziemlich gefährlich sein, deswegen, ja. Und dann, falls ihr wandern gehen wollt und ich weiß nicht, ob ihr ein Auto habt oder was auch immer, es ist mit dem Bus schwer zu erreichen, aber es gibt Lighthouse Park in West Vancouver, also im Westen quasi. Es ist über die Brücke, also im Norden, aber im Westen. Das ist ein total schöner, Park quasi. Es ist ein Wald, aber da ist halt ein Lighthouse. Ein Leuchtturm. Okay, und da kann man total gut wandern. Und dann eine Sache, die wahrscheinlich, weiß nicht, ob ihr das machen wollt oder nicht, ich habe es noch nie gemacht, aber man sagt, dass jeder, der nach Vancouver kommt, den Cambie Tree erklimmen soll. Also es gibt wohl, auf der Cambie Street gibt es so eine Allee mit ganz vielen hohen Bäumen und die sind wohl gut zu beklettern und man sagt, dass man, wenn man nach Vancouver gekommen ist, den Cambie Tree hochgeklettert sein soll. Ich habe es wie gesagt noch nie gemacht und es ist auch kein einziger Baum, den man erkennen würde, wo man sagen würde, oh, das ist der Cambie Tree. Aber ich habe eine Freundin, die das gemacht hat und es war lustig und ja, das ist nur so ein kleiner Tipp. Ich möchte das Video nicht 1000 Stunden lang werden lassen, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich so Sachen in den Kopf setzt und man weiß, dass es zu 99% nicht passieren wird, aber man will trotzdem den Gedanken nicht loslassen. Okay, mir geht es so, weil ich total gerne Sarah einfach treffen würde, also auf einen Kaffee oder einfach
für 10 Minuten sehen würde. Und ich weiß, dass sie oder du oder wie auch immer im Urlaub seid und mit jemandem unterwegs und das wird nicht funktionieren und ich weiß das, aber ich habe mir die Vorstellung irgendwie in den Kopf gesetzt, dass es so cool wäre, einfach mal Hallo zu sagen irgendwie. Und ich will nicht zu sehr drüber nachdenken, weil ich dann zu enttäuscht bin, wenn das nicht passiert, weil ich weiß, dass es nicht passieren wird, aber wie auch immer. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Ja. Aber ich hoffe trotzdem, dass die paar Tipps, die ich dir gegeben habe, oder euch gegeben habe, vielleicht ist es auch einfach so für Leute, die nach Vancouver kommen, um Urlaub zu machen. Vielleicht ein gutes Tipps-Video. Ja, ich hoffe, dass es hilfreich war. Ich habe irgendwo mit einem Satz aufgehört, den Satz zu sagen. Und ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit in Vancouver habt und du, Sarah, vor allem. Und ja, ich gehe jetzt nämlich zum Strand, weil es sind ungefähr 30 Grad und dann hoffe ich, dass ihr auch einen schönen Tag habt und dann bis dann. Tschüssi.